Die Geschichte wird von Siegern geschrieben. Ihre Erfolge füllen die Geschichtsbücher. Ihre Monumente prägen unsere Welt. Aber was ist mit den anderen? Denen, deren Visionen nicht in Stein gemeißelt, sondern in Trümmern und Schlamm begraben wurden. Im Schatten des Fortschritts liegt ein Friedhof gigantischer Projekte. Vorhaben, die mit grenzenlosem Optimismus begannen und in einer nationalen Katastrophe endeten, weil die Realität brutal zurückschlug. Es sind die Geschichten von technischer Hybris, arroganter Planung und den tödlichen Konsequenzen, wenn der Mensch seine eigenen Grenzen übersieht. In diesem Video blicken wir nicht auf die Sieger. Wir analysieren die 5 größten und folgenreichsten Fehlschläge der Neuzeit. Projekte, deren Scheitern oft lehrreicher ist als jeder Triumph. Platz 5. Das Groundnut-Scheme. Ein Name, der heute in Großbritannien als Synonym für staatlich geplantes Versagen gilt. Ein Projekt, das mit den besten Absichten begann und als eine der teuersten landwirtschaftlichen Katastrophen in die Geschichte einging. Wir schreiben das Jahr 1947. Die Welt erholt sich vom Zweiten Weltkrieg. Doch Großbritannien steht vor einer neuen Krise, einem kritischen Mangel an pflanzlichen Ölen und Fetten. Die Labour-Regierung unter Clement Attlee präsentiert eine Lösung, die genial und humanitär zugleich klingt. Über 1,5 Millionen Hektar scheinbar ungenutztes Land in der Kolonie Tanganyika, dem heutigen Tansania, sollen in die größten Erdnussfarmen der Welt verwandelt werden. Das Ziel, die britische Bevölkerung zu ernähren und gleichzeitig Afrika zu entwickeln. Der Plan war an bürokratischer Arroganz kaum zu überbieten. Tausende schwere Maschinen, darunter für den Krieg gebaute Bulldozer, wurden nach Afrika verschifft. Doch die Realität vor Ort wurde bei der Planung in London schlicht ignoriert. Der Boden war kein fruchtbares Ackerland, sondern steinharter, von der Sonne gebackener Lehm. Die schweren Maschinen, konzipiert für europäische Böden, zerbrachen an der unnachgiebigen Erde oder versanken im Schlamm der kurzen, aber sinnflutartigen Regenzeit. Die Probleme stapelten sich. Die wenigen vorhandenen Werkzeuge waren für die Reparatur der spezialisierten Maschinen ungeeignet. Es gab keine Straßen, keine funktionierenden Lagerhäuser und vor allem keinen Tiefseehafen, um die geplante Ernte überhaupt abtransportieren zu können. Die Planer hatten die abrasive Natur des Staubes unterschätzt, der die Motoren wie Schmergelpapier zerstörte. Die lokale Bevölkerung, deren Wissen man hätte nutzen können, wurde weitgehend ignoriert. Das Ergebnis nach 4 Jahren und einer Investition von 49 Millionen Pfund, nach heutigem Wert fast 1,5 Milliarden Euro, war ein absolutes Desaster. Statt der prognostizierten Millionen Tonnen Erdnüsse wurde nur ein winziger Bruchteil geerntet, der nicht einmal die Kosten für Saatgut und Transporte deckte. Die meisten der gerodeten Flächen waren unfruchtbar und wurden der Erosion preisgegeben. Das Groundnut-Scheme ist ein Lehrbuchbeispiel dafür, wie eine von oben herab diktierte Vision ohne lokales Wissen, ohne realistische Forschung und mit purer Ignoranz gegenüber den Gegebenheiten der Natur zwangsläufig zum Scheitern verurteilt ist. Wir kommen zu Platz 4. An einem sonnigen Augusttag im Jahr 1628 versammelte sich die Elite Stockholms, um Zeuge eines Triumphes zu werden. Stattdessen sahen sie eine nationale Demütigung in Zeitlupe. Dies ist die Geschichte des Kriegsschiffs Vasa. Schweden war im 17. Jahrhundert eine aufstrebende Großmacht, tief verwickelt in den Dreißigjährigen Krieg. König Gustav II. Adolf wollte ein Schiff, das nicht nur ein militärisches Werkzeug, sondern ein Symbol seiner Macht war. Die Vasa sollte das furchteinflößendste Schiff ihrer Zeit werden, eine schwemmende Festung. Der König selbst griff in die Pläne ein und stellte eine Forderung, die direkt in die Katastrophe führte. Eine beispiellose Feuerkraft von 64 schweren Kanonen, verteilt auf 2 geschlossenen Decks. Das Problem war reine Physik. Um die Vision des Königs umzusetzen, bauten die Schiffsbauer ein Schiff, das gefährlich kopflastig war. Der Schwerpunkt lag viel zu hoch über der Wasserlinie. Mitten in der Konstruktion starb der erfahrene Schiffsbaumeister und seine Nachfolger wagten es nicht, die fatalen Vorgaben des Königs anzuzweifeln. Schlimmer noch, ein Stabilitätstest kurz vor der Jungfernfahrt offenbarte die Katastrophe. 30 Matrosen rannten auf dem Deck hin und her und schon nach 3 Durchgängen schwankte das Schiff so stark, dass der verantwortliche Admiral den Test aus Angst vor dem Kentern abbrechen ließ. Aus Furcht vor dem Zorn des Königs wurde dieses Ergebnis vertuscht und die Vasa für seetüchtig erklärt. Am 10. August 1628 stach die Vasa in See. Die Kanonenluken waren für den Salut geöffnet. Sie segelte nicht einmal eine Seemeile. Eine leichte, harmlose Brise erfasste die Segel. Das massive Schiff neigte sich zur Seite und richtete sich nicht wieder auf. Wasser schoss durch die offenen Kanonenpforten des unteren Decks und besiegelte das Schicksal des Schiffs.
Innerhalb von Minuten kentert und sank der ganze Stolz der schwedischen Marine vor den Augen der entsetzten Bevölkerung im Hafenbecken. Die Vasa ist kein Opfer eines Sturms oder einer Seeschlacht. Ihr Untergang ist das direkte Resultat von königlicher Hybris, die fundamentales Ingenieurswissen und klare Warnzeichen ignorierte. Ein einzelner, ignoranter Befehl besiegelte das Schicksal des mächtigsten Schiffs seiner Zeit, noch bevor es seinen ersten Schuss abfeuern konnte. Wir rächen die Top Dai mit einer Katastrophe, die eine ganze Nation in den Ruin trieb und sie letztendlich ihre Unabhängigkeit kostete. Platz Dai, das Darien-Projekt, Schottlands verzweifelter und fataler Griff nach einem eigenen Imperium. Ende des 17. Jahrhunderts war Schottland im Schatten seines mächtigen Nachbarn England wirtschaftlich schwach. Ein Plan sollte alles ändern. Die Gründung einer Kolonie Caledonia an der Landenge von Darien im heutigen Panama. Die Idee klang brillant. Sie sollte den Atlantik mit dem Pazifik verbinden und den Welthandel kontrollieren. Die Nation wurde von einem Investitionsfieber erfasst. Am Ende steckte fast ein Viertel des gesamten schottischen Nationalvermögens in diesem einen einzigen Projekt. 1698 landeten die ersten Kolonisten und die Realität traf sie mit brutaler Härte. Statt eines Handelsparadieses fanden sie eine undurchdringliche, von Moskitos verseuchte Sumpflandschaft vor. Der Boden war unfruchtbar. Die mitgebrachten Güter, darunter schwere Wollkleidung und Perücken, waren im tropischen Klima absurd und nutzlos. Tropische Krankheiten wie Malaria und Gelbfieber wüteten und rafften die Siedler dahin. England, das eine Konkurrenz und einen Konflikt mit Spanien fürchtete, verbot seinen Kolonien, aktiv den Schotten zu helfen und überließ sie ihrem Schicksal. Nach nur 8 Monaten war die Kolonie zerstört. Eine zweite Expedition, die nichts vom Scheitern der ersten wusste, erlitt sein Schicksal. Von rund 2500 Schotten, die aufbrachen, starben über 2000. Der finanzielle Ruin war total. Dieser Bankrott war der entscheidende Faktor, der Schottland 1707 zwang, den Act of Union zu unterzeichnen, seine Unabhängigkeit aufzugeben und sich mit England zum Königreich Großbritannien zu vereinigen. Ein einziges katastrophal geplantes Projekt besiegelte das Schicksal einer ganzen Nation. Wir kommen zu Silber. Dies ist nicht die Geschichte eines fernen Reiches, sondern eine vermeidbare Katastrophe des 20. Jahrhunderts im Herzen Kaliforniens. Platz 2. Die St. Francis-Talsperre, deren Kollaps die Karriere eines Helden zerstörte und Hunderte in den Tod riss. Los Angeles boomte in den 1920ern. Aber die Stadt führte einen permanenten Krieg um ihre wichtigste Ressource: Wasser. Ihr größter Held in diesem Krieg war William Mulholland, der brillante, aber auch dominante Chefingenieur der Wasserwerke. Er war ein Selfmade-Mann, der das Los Angeles Aquädukt baute und die Wüste zum Blühen brachte. Der St. Francis-Damm im San Francisco Canyon sollte sein Meisterstück werden. Ein gewaltiges Betongewölbe, das 47 Milliarden Liter Wasser staute, um die Zukunft der Metropole zu sichern. Doch das Meisterstück stand auf einem Fundament des Todes. Die Geologie des Standorts, von Mulholland persönlich ausgewählt, war katastrophal ungeeignet. Eine Seite des Damms ruhte auf einem uralten, versteinerten Erdrutsch, einem Gestein, das sich bei Kontakt mit Wasser wieder in Schlamm auflöst. Die andere Seite bestand aus brüchigem Schiefer. Mulholland, der als alleiniger Chefingenieur ohne externe Kontrolle agierte, machte die Situation noch schlimmer, indem er den Damm während des Baus zweimal erhöhen ließ, ohne die Basis zu verbreitern. Am Tag des Unglücks inspizierte er persönlich neue beunruhigende Lecks, tat sie aber als normal ab. Es war das letzte Mal, dass er seinen Damm intakt sah. Am 12. März 1928, um exakt 23:57 Uhr, gab das Fundament nach. Der Damm zerbrach nicht. Er löste sich explosionsartig auf. Eine über 40 Meter hohe monströse Flutwelle donnerte durch den Canyon. Sie löschte ganze Ortschaften von der Landkarte und raste fast 90 Kilometer weit, bis sie nach 5 Stunden Zerstörung den Pazifischen Ozean erreichte. Offiziell starben über 430 Menschen. Die wahre Zahl liegt wahrscheinlich bei über 600. William Mulholland übernahm bei der Untersuchung die volle Verantwortung mit den Worten: „Ich beneide nur die Toten." Sein Ruf war zerstört. Der Kollaps war kein Unglück, er war der direkte Resultat der Hybris eines Mannes, der die Gesetze der Natur ignorierte. Und er zwang Kalifornien und die Welt, die Gesetze für Talsperrensicherheit für immer zu verändern.
Willkommen zu Platz 1. Der größte Fehlschlag auf unserer Liste ist kein Bauwerk aus Beton oder Holz. Es ist die absichtliche, systematische Zerstörung des wertvollsten Kapitals einer Nation, ihrer militärischen Führung. Dies ist die Geschichte von Stalins großer Säuberung, der Roten Armee. In den späten 1930er Jahren war Josef Stalins Macht in der Sowjetunion absolut, aber seine Paranoia war grenzenlos. Er sah in jedem potenziellen Rivalen eine tödliche Bedrohung. Sein Misstrauen richtete sich vor allem gegen die hochdekorierten, im Bürgerkrieg erprobten Offiziere der Roten Armee. Männer wie Marschall Tucholsky waren populär, brillant und respektiert. Und genau diese Kompetenz machte sie in Stalins Augen zu Verrätern. Was ab 1937 folgte, war kein Personalwechsel, sondern eine gezielte Enthauptung. Basierend auf erpressten Geständnissen und fingierten Anklagen, wie Stalin seine eigene Militärführung systematisch verhaften, foltern und hinrichten. Die Zahlen sind ein Schock. 3 von 5 Marschällen, 13 von 15 Armeekommandanten, über 80% der höheren Offiziersränge liquidiert. Erfahrung wurde zum Todesurteil. Blinde, ängstliche Loyalität, auch wenn sie mit Inkompetenz einherging, war die einzige Überlebensgarantie. Die Konsequenz dieses selbst beigebrachten Aderlasses war katastrophal und kam schnell. Als Nazi-Deutschland am 22. Juni 1941 die Sowjetunion überfiel, traf die Wehrmacht auf eine Armee ohne Gehirn. Die neuen, unerfahrenen Kommandanten waren unfähig, den Blitzkriegtaktiken etwas entgegenzusetzen. Die Befehlsketten brachen zusammen. Millionen sowjetischer Soldaten wurden eingekesselt und gefangen genommen, weil ihre Führung gelähmt und terrorisiert war. Stalins Projekt zur Sicherung seiner absoluten Macht war ein Akt des nationalen Selbstmords. Er hatte Hitler die Tür geöffnet, die Sowjetunion an den Rand des totalen Kollapses gebracht. Es ist der ultimative Fehlschlag. Ein Diktator, der aus Angst vor einem imaginären Verrat sein eigenes Land verrät und damit einen unvorstellbaren Blutzoll provoziert. Von Hybris und falschem Stolz bis hin zu fatalen Fehleinschätzungen und mörderischer Paranoia zeigen diese Projekte, wie schnell große Visionen in noch größeren Katastrophen enden können. Welches gescheiterte Projekt haben wir vergessen? Schreibt's in die Kommentare. Wenn euch diese Reise in die Abgründe der Geschichte gefallen hat, lasst ein Like da und abonniert den Kanal für mehr.